Ich bin deutsch und ich bin Kurde. Keine Frage. Ich bin Mert Kauersend. Ich wohne in Frankfurt, bin 25 Jahre alt. Meine Eltern sind in der Osttürkei geboren. Wir sind kurdischer Herkunft. Als letzter von 6 Kindern bin ich in Deutschland geboren. Mitte der 80er und 90er Jahre gab es politische Konflikte zwischen der Türkei und Kurden. Diese Brisanz hat meine Eltern dazu bewegt, das Land zu verlassen oder gezwungen, das Land zu verlassen. Vor allem nachdem ein enger Bekannter und Freund meines Vaters auf unserem Grundstück in der Türkei ermordet wurde. Wir leben unsere kurdische Kultur aus. Ich werde kurdisch oder wurde kurdisch erzogen, hatte in meiner Kindheit deutsche Einflüsse und würde mich jetzt definitiv mehr deutsch als kurdisch bezeichnen, bin aber absolut kurdisch. Kurdisch erzogen heißt zum einen die Sprache vollumfänglich zu beherrschen, aber auch gewisse Gesellschaftswerte vorgelebt zu bekommen. Beispielsweise der Respekt, der Umgang, die Kommunikation. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ein guter Freund meines Vaters, der wird ausnahmslos als Onkel betitelt. In Deutschland ist das anders. Da spricht man sich beim Vornamen an. Das meine ich mit Kommunikation und Respekt. Da gibt es einfach gewisse andere Sitten. Ein Teil meiner Familie lebt in Istanbul, also recht westlich. Der größte Teil lebt in der Osttürkei, in Mardin. Das ist knapp 15 Kilometer von der syrischen Grenze entfernt. Und als ich das erste Mal im Heimatdorf meiner Eltern, sag ich mal, angekommen bin, da habe ich tatsächlich Lehmhütten gesehen und keinerlei Straßen. Und das ist definitiv ein Kulturschock. Dort herrscht massive Armut und massive politische Konflikte. Es gibt natürlich extreme kurdische Bewegungen. Es gibt eine allgemeine kurdische Opposition. Und das ist eine Form der Reaktion auf die jahrzehntelange Unterdrückung unserer Identität. Das heißt, die kurdische Sprache, die kurdische Identität, ein eigenes Land oder Territorium, es wird so in einer gewissen politischen Form nicht akzeptiert. Der Mensch selbst ist akzeptiert, aber nur bis zu einem bestimmten Grad. Das ist nämlich immer dieses Argument, was gebracht wird. Wir leben ja in Frieden zusammen, ob es jetzt in Irak, in Syrien, in Iran oder in der Türkei ist. Aber wenn es dann zu dem Punkt kommt, eine Schule zu haben, in dem wir die kurdische Sprache praktizieren und standardisiert ausüben und lernen, da fängt es an zu bröckeln oder da kommt es eben zu Konflikten, weil das eben nicht akzeptiert wird. Ich nehme punktuell an Demonstrationen teil. Ich wurde dazu grundsätzlich von meiner Familie sehr bewegt. Meine Eltern sowie meine Geschwister sind politisch recht affin, sind aber weder links noch rechts aktiv in der kurdischen Szene. Ich stehe selbst definitiv für eine soziale Gerechtigkeit und für Solidarität. Es ist absolut plausibel, dass in Deutschland auch der Kurdenkonflikt kundgetan wird und das demonstriert wird. Hier leben eine Menge an Kurden und eine Menge Türken, eine Menge Leute anderer Nationen. Es ist wichtig, dass man gewisse Konflikte, gewisse Problematiken, Meinungen kundtut, die vielleicht in gewissen Ländern nicht erhört werden. In der Türkei beispielsweise kann nicht jede Meinung kundgetan werden. Ich stelle mir oft die Frage, ob es mehr Liebe auf der Welt gibt oder mehr Hass. Ich denke, das kann sich jeder Mensch mal fragen. Und egal, welche Meinung man hat, auch wenn die Meinung traurig ist oder die Einschätzung traurig ist, dass wir dennoch an der Liebe festhalten sollten und einander respektieren, einander lieben lernen und vor allem akzeptieren, dass wir gemeinsam auf der gleichen Erde leben und daher schon vieles gemeinsam haben. Ich glaube an die Liebe.
สวัสดีครับ Rojbaš. ไปดีหนึ่งสอง Здравей. Как Как si? si? Добре. Как дела? ไม่รู้